Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Audi A6, ja, C6 Avant in schwarz vor, im Maßstab 1:18 von der Firma Norrif. Das ist die Verpackung, ja, Audi Dealer Edition, unschwer zu erkennen. Und wir schauen uns das Modell auf jeden Fall erstmal an von vorne. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsautos überhaupt, den habe ich schon relativ lange. Einer meiner liebsten Favoriten, was Kombis angeht. Das ist, glaube ich, der formschönste oder einer der formschönsten Kombis, die jemals gebaut worden sind, meiner Meinung nach. Und wir können sehen, hier vorne, das Audi-typische Gesicht von damals, ne, vor 10 Jahren würde ich jetzt beinahe sagen, oder sogar mehr als 10 Jahren, 15 Jahre fast schon, ja. Wo das angefangen hat, 2006, 2007 ungefähr, oder sogar noch früher, ja, 2005, 2006 glaube ich waren es, diese Single-Frame-Grills. Ja. Meiner Meinung nach die schönsten, die Audi bis dato gebaut hat, und wenn man die mit heute vergleicht, naja, ich bin nicht so ein Freund davon, was Audi momentan macht, von den riesigen Kühlergrill. Die sind auf jeden Fall noch formschön gewesen. Hier vorne kann man noch sehen, ja, das Audi-Logo mit dem Quattro-Badge. Große Lufteinlässe, Chromgrill, wie gesagt, und hier auch Chrom-Verzierung. Ja, die Lichter sind auch sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Und wir schauen direkt mal in den Motorraum rein. Und wir können sehen, das Ganze ist eigentlich sehr detailliert gemacht, ja. Also mir gefällt das sehr gut. Ja, man kann den Motor gut erkennen. Hier vorne steht noch V6, Druck 3,2. Und ja, der Motor ist also wirklich gut gemacht. Also, das ist okay, finde ich, ja. Machen das Ganze wieder zu und schauen uns die Seite an von diesem sexy Avant. Viele sagen ja, Kombis sind langweilig und ja, nicht sportlich. Ne? Stimmt nicht. Also langweilig finde ich den überhaupt nicht. Das ist ein zeitloses Design meiner Meinung nach. In 50 bis 100 Jahren wird man immer noch dieses Auto sehen und sagen, ja, das ist nicht hässlich. Ne? Bin ich mir sicher. Und ja, wie gesagt, hier die lange Chromlinie am Fenster. Das Gesamtpaket macht einfach einen guten Eindruck. Ne? Die Felgen passen auch sehr gut. Und wir schauen uns jetzt auf jeden Fall eines der Highlights an, warum ich mich damals entschieden habe, mir dieses Modell zu kaufen. Ja? Und zwar, oder generell dieses Auto schön zu finden. Und zwar, das ist wie gesagt das Heck hier. Sehr formschön mit diesem runden Heck, der runde Kofferraum. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus und es ist auf jeden Fall ja, optisch einfach nur abgestimmt, meiner Meinung nach. Ne? Die Rückleuchten passen, die Form des Ganzen, ja, der Kofferraum, das ist alles wie aus einem Guss für mich. Ja? Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hier unten kann man noch sehen die Auspuffendrohre und natürlich Audi A6 3,2 Quattro. Und ich würde sagen, ich mache den Kofferraum jetzt mal auf. So. Und der hält immer noch. Und wir können sehen, im Kofferraum ist Teppichimitat ausgekleidet. Und das gefällt doch natürlich sehr gut. Und wir können sogar noch erkennen, die Schienen hier, ja, wo man das Gepäck sogar festzurren kann. Ist auf jeden Fall sehr gut gemacht von Norrif. Und ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall jetzt den Innenraum an. So, das Ganze war gar nicht so einfach, weil die Türen noch relativ fest sitzen. Und wir schauen uns erstmal die Fahrerseite an. Und das sieht doch ja, wirklich sehr gut aus. Hier kann man alles sehr gut erkennen. Ist wirklich detailliert gemacht. Mittelkonsole ist auch sehr edel in dieser Holzoptik. Also wie gesagt, das Auto gefällt mir auch von innen. Ist wirklich alles sehr, sehr schön designt von Audi. Das haben sie sich damals richtig viel Mühe gegeben, diesen Wagen. Oder beziehungsweise mit allen Autos von der damaligen Designform her. Und ja, das Heck, ja, oder das Fond, auch sehr, sehr edel. Vor allem mit dem hellen Sitzbezug, ja. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr edel aus. Und wir schauen uns mal die Beifahrerseite an. Ja, hier. Das ist alles sehr schön. Die Mittelkonsole, wie gesagt, sehr detailliert umgesetzt. Ja, könnt ihr sehen. Und hier in der Mitte das Display. Ist zwar fahrergewandt, aber ist auf jeden Fall trotzdem sehr gut. Ja, Norrif hat hier meiner Meinung nach sehr gute Arbeit geleistet. Ich bin zufrieden mit dem Wagen. Würde ihn auf jeden Fall nicht mehr hergeben. Ist einer meiner Lieblingsfahrzeuge. Auch wenn er nicht einer der teuersten war. Mittlerweile ist er aber sehr rar auf jeden Fall. Also ich habe ihn jetzt lange Zeit überhaupt nicht mehr gesehen. Und ja, wie findet ihr den Wagen? Schreibt es in die Kommentare. Eure Meinung möchte ich auf jeden Fall wissen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und drückt natürlich die Glocke.
Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.